ist es halt einfach, mal zu schauen, welche Plattformen bieten mir eigentlich schon die Möglichkeit, ein solches Content-Format in Echtzeit auszuspielen? Welche Möglichkeiten habe ich da einfach? Manche kommen dazu, manche gehen wieder weg. Wir haben da eine gewisse Dynamik. Aber bevor ihr auch diese Diagnose bekommt von eurer Fachärztin namens FOMO, also Fear of Missing Something Out, das heißt, ich habe immer das Gefühl, oh Gott, da ist jetzt ein TikTok, oh Gott, da ist ein BeReal, oh Gott, da war Clubhouse. Es ist doch ein Hype und kein Trend gewesen. Müsst ihr euch einfach nur merken, wir müssen lernen, die Formate zu verstehen. Die Plattformen kommen und gehen, müssen uns aber den Formaten anpassen. Und so haben wir die Möglichkeit, verschiedenste Plattformen wie aus der Meta-Familie mit Instagram, Facebook zu nutzen, wo wir auch tatsächlich keine Restriktion haben, sondern jeder kann auf den Knopf drücken und entsprechend dann seine dort jeweilige soziografische, demografisch vertretene Zielgruppe dann empfangen.